Hallo Tamico-Fans, hallo liebe Tamiya-Fans. Weiteres Tutorial heute, Tipps und Tricks mit Tamico. Und jetzt eigentlich ein Punkt, der eigentlich von Tamiya in so einem Manual, wir haben es hier vor uns liegen, das ist vom Grasshopper 2, gut erklärt wird. Aber ich finde, da bleiben trotzdem mal immer so ein paar Fragen offen. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen, und zwar, wie wird, wenn es dann zum Einbau der Fernsteuerung geht, sagen wir mal so, wie wird mein Servo an Empfänger angeschlossen, der Fahrtregler, Motor und so weiter, wie wird das Servo, der Servo-Safer, den habe ich hier schon liegen, ausgerichtet. Und ich erkläre euch das jetzt einfach mal so von der Pike auf sozusagen. Hier haben wir unsere APSIMA CR7P, das ist der dazugehörige Empfänger. Der ist auch schon gebunden. Wenn der Empfänger nicht gebunden ist an eure Fernsteuerung, dann ist es gut erklärt in der jeweiligen Anleitung. Wir haben den schon gebunden, weil das ist immer verschieden von Hersteller zu Hersteller, darum gehe ich da jetzt mal nicht drauf ein. Der ist also schon gebunden. Was aber wichtig ist, wenn man mal so anfängt, was so die Basics sind. Wir schließen jetzt mal unser Servo, das ist hier unser Standard Amevi Servo, was wir immer sehr gut finden. Das gehört auf jeden Fall Servo bei jedem Empfänger, bei jedem Brand immer an Kanal 1 angeschlossen. Kanal 1 ist hier der äußerste hier draußen. Da kommt das jetzt mal rein. Da haben wir unseren Standard Tamiya Fahrtregler, der liegt in den neuesten Bausätzen jetzt schon bei. Da habe ich auch schon einen T-Stecker angelötet, damit wir hier schön unseren Lipo betreiben können, weil die haben meistens eigentlich einen T-Stecker schon, eine Buchse dran und einfach auch der viel bessere Stecker. Da ist der Anschluss an den Empfänger und der kommt immer an Kanal 2. Ganz wichtig. Kommt dann hier innen rein. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht. So. Und dann haben wir unser Setup schon mal so weit zusammen. Ich schließe jetzt auch noch gleich mal den Motor an. Das ist hier ein Standard Tamiya 540er Motor. Und da ganz wichtig, Gelb an Gelb, also das ist schon mal ganz easy. Diese Rundstecker hier einfach zusammenstecken und Motor hat ein grünes, Regler hat ein blaues Kabel. Bei Tamiya haben die auch ein blaues, aber grün und blau natürlich immer zusammen, das dann Minus, gelb ist Plus. Wenn es jetzt mal falsch rum wäre, wäre jetzt auch nicht sofort schlimm. Auto fährt halt nur verkehrt rum, vorwärts oder rückwärts. Dann könnt ihr das tauschen. Also gelb an gelb, grün an blau. So muss das sein. Als letztes schließen wir jetzt auch noch unseren Akku an. Da haben wir hier so einen schönen 7,4 Rundpack-Lipo. Der passt auch in die meisten Klassiker. Den verwenden wir immer super gerne. So, wird da angeschlossen. Dann ist noch eins wichtig. So ein Regler hat eine Lipo oder eine NIMH-Abschaltung. Funktioniert mit beiden Fahrzeugen. Es geht nur, damit der Akku nicht tief entladen wird. Das ist bei Lipo und NIMH immer unterschiedlich. Der hier, der steht jetzt auf NIMH. Man kann das mit diesen sogenannten Jumpern hier einstellen. Im unteren Bereich, da gibt es eine Stellung Lipo und NIMH. Hier draußen ist er auf NIMH eingestellt. Ich ziehe den jetzt mal raus und schließe den hier außen an. Jetzt schaltet er richtig ab für einen 2S Lipo Akku. Den Modus haben wir auf Vorwärts, Bremse, Rückwärts gestellt. Könnte man auch auf Vorwärts, Bremse. Oder wenn man den Jumper ganz raus tut, den oberen, dann hat man einen Crawler-Modus, dass das Auto eine Bergbremse hat und direkt in den Rückwärtsgang geht eigentlich. Auch ganz hilfreich, ein einfacher Crawler-Modus. Wir lassen den auf Vorwärts, Bremse, Rückwärts. So werden es die meisten haben. Und Lipo-Modus ist eben aktiviert. Akku ist angeschlossen. Wir schalten jetzt unseren Sender ein, das ist immer wichtig. Erst den Sender einschalten, dann das Auto, also den Empfänger. Nicht, dass das Auto eventuell unkontrolliert wegfahren könnte. So. Hier haben wir jetzt auch schon Piepen gehört. Das Tolle an diesen Reglern ist, die lernen sich selber an. Ihr müsst also keine Gaswege anlernen. Das ist sonst üblich gewesen. Früher bei Reglern, gibt es heute auch noch. Da muss man Vollgas neutral und rückwärts anlernen. Das macht der Kollege hier schon immer von selber. Das ist ganz wichtig. Bevor ihr das macht, dass der sich anlernen kann, sollten an der Fernsteuerung, man kann das hier im Display von unserer APSIMA sehr gut sehen, der Gaskanal und
der Lenkkanal auf 100% stehen. Das ist ganz wichtig. Und auch die Trimmungen, die kann man hier einstellen, sollten auf Mitte stehen. Das sehen wir hier auch im Display, dass da nichts verstellt ist, sondern dass sie auf neutral sind, Lenkung und auch Gas. Dann lernt sich der Fahrtregler auch richtig an. Jetzt geht Tamiya ja hier immer gleich drauf ein, wie dieser Servo-Safer hier angeschlossen wird. Der muss hier auch in der richtigen Position stehen. Wir haben hier das Manual von einem Grasshopper 2, damit das hier gerade steht. Es gibt auch mal Autos, vielleicht beim M-Chassis oder so, da muss das schräg stehen für die Neutralstellung, aber hier muss es gerade sein. Wir haben hier ein Standard-Servo mit 25er Zahnkranz. Das ist der Standard fast heute. Es gibt nur ein, zwei Hersteller, die das anders machen. Aus diesem Spritzling haben wir uns auch den passenden Adapter hier schon rausgeholt. Dann kommt hier unser Verstärkungsring drauf von Tamiya und dieses Servohorn. Das ist also dieser Grund-Servo-Safer. Hier haben wir das Servo jetzt genau in dieser Position, wie es in der Tamiya-Anleitung steht. Und jetzt machen wir eigentlich nur noch den Adapter hier drauf. Jetzt sehen wir aber, das ist schräg, obwohl unsere Anlage ja auf neutral steht. Und das stellen wir jetzt mit der Subtrim-Funktion ein. In die andere Richtung, wir müssen nach links. So, und jetzt sind wir praktisch gerade. Kann man auch ganz fein einstellen. So passt das ungefähr. Gehen wir wieder raus. Jetzt haben wir unsere Steuerungstrimmung auf 0, was cool ist. Da kann man dann die Feineinstellung auf der Strecke machen, wenn man den gerade Auslauf vom Auto einstellen will. Und sind hier auch mal auf 0. Da hat man wirklich nach links und rechts jetzt noch Trimmung gleich nach links und rechts. Das ist sehr schön. Lenkung geht auch in beide Seiten gleich. An so einer Anlage kann man natürlich auch die Dual Rate noch einstellen, wie weit der Lenkausschlag sein soll. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wichtig ist erstmal, dass dieses Servo jetzt richtig gemittelt ist, sozusagen, richtig eingestellt ist. Jetzt kommt hier noch nach Anleitung dieser kleine Plastikspacer rein. Und dann ist es auch wichtig, die richtige Schraube für unser Servo zu wählen. Wir haben hier schon ein Servo mit Metallgetriebe und eine Metallverzahnung. Da wird dann in der Regel eine M3-Schraube verwendet. Die sind hier von Tamiya schon auch vorgegeben im Manual, in der Anleitung auch schon beschrieben. Da steht schon drin 3x10 mm. Da haben wir auch die 3x10 mm Schraube. Und die können wir hier jetzt wunderbar verwenden. Und dann schrauben wir das fest. Wenn ihr so ein Servo habt mit Metallgetriebe und Metallaufsatz, ist es auch immer ganz lohnenswert, habe ich jetzt nicht da, ein bisschen Schraubensicherung reinzumachen. Von Tamiya gibt es da dieses schöne rote Gel. Das funktioniert sehr gut, aber auf jeden Fall sollte das ordentlich angezogen sein. Natürlich nicht anknallen wie doof, aber es sollte fest sein. Und dann geht eure Steuerung schon mal wunderbar. Und wenn wir unseren Fahrtregler testen wollen, auch der geht top. Der lernt sich ja selber an. Genau. Geht auch super. Und dann kann es eigentlich hier schon im Bau weitergehen. Da wird dann beschrieben, wie das Servo ins Auto kommt, Spurstangen einhängen und so weiter. Empfänger, Fahrtregler wird hier reingemacht. Dann ist eure Elektronik fertig zum Einbauen. Und so wird es gemacht. Ganz einfach eigentlich. Das war es dann jetzt schon mal mit diesem Video. Andere Videos aus der Serie wird es auch noch geben. Wir machen also weiter. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen und ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.